In der Gegenwart unsicherer Menschen mein Bestes geben. In meinem Leben habe ich Tausende für Beziehungsselbsthilfebücher ausgegeben. Ich habe gelernt, dass es Zeit braucht, bis die Leute einen kennenlernen und all die kleinen Dinge wertschätzen, die einen zu etwas Besonderem machen. Ich bin als positive, großzügige und fürsorgliche Cheerleaderin bekannt, die immer danach strebt, anderen zu helfen und sie zu unterstützen. Aber oft tun die Leute alles, um mich zu verletzen und herabzusetzen. Diese Menschen neigen oft zu Unsicherheit und Eifersucht. Es gibt ein Problem mit der Gesellschaft. Wir alle sollten versuchen, die Menschen um uns herum mitzunehmen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Stattdessen machen Menschen einen Machttrieb, grüßen andere nicht mit Hallo, erniedrigen andere und verurteilen andere einfach regelmäßig. Kennen Sie diese Menschen, die unsicher und voller Hass sind? Ihre Taten zeigen ihr wahres Selbst, daher betrachten Sie es als einen Segen, ihr wahres Gesicht zu kennen und zu erkennen. Am besten meidet man sie und lebt ein Leben ohne sie. Umgeben Sie sich stattdessen mit Menschen, die es lieben, wenn sie glänzen. Menschen, die dich unterstützen. Menschen, die all die erstaunlichen Dinge geben und schätzen, die dich zu dem machen, was du bist. Hier sind einige Gewohnheiten unsicherer Menschen, die man am besten vermeiden sollte. Urteilend und pessimistisch. Unsichere Menschen sind oft voller Selbstzweifel, Unzulänglichkeit oder geringem Selbstwertgefühl. Sie konzentrieren ihr Leben darauf, andere für alles zu verurteilen, was sie tun. Aber es hat keinen Vorteil, urteilend zu sein. Es fördert nur die Negativität im Leben dieser Person und die Erniedrigung gegenüber anderen, über die sie spricht. Ich neige dazu, den Respekt vor Menschen zu verlieren, die andere herabwürdigen. Ich schalte diese Leute aus und umgebe mich lieber mit guten Leuten mit Klasse und Freundlichkeit. Urteilende Menschen neigen dazu, andere ständig für die Dinge zu kritisieren, die sie tun. Es ist ein Unterschied, ob man hilfreiches Feedback gibt, wie man Dinge besser machen kann, oder ob man kritisiert, wie schrecklich man etwas gemacht hat. Oft sind es der Ton und die Art und Weise, wie Menschen Dinge sagen, die dafür sorgen, dass sich ein Vorschlag von einer positiven Sache zu einer negativen, erniedrigenden Aussage entwickelt. Ich ermutige alle, mit dem Bewusstsein durchs Leben zu gehen, dass wir alle die Freiheit haben, unser Leben so zu gestalten und zu leben, wie wir uns am besten fühlen. Es ist besser, in einem positiven Ton zu kommunizieren und nur Welten voller Weisheit anzubieten, mit der Absicht, anderen zu helfen, und nicht, andere herabzusetzen. Wir sollten uns gegenseitig aufmuntern, anderen helfen und andere einfach die Entscheidungen treffen lassen, die sie für die beste halten. Lassen Sie andere entscheiden, wie sie ihr eigenes Leben am besten gestalten. Validierungs- und Genehmigungssuchende.
Manche Menschen gehen durchs Leben und suchen stets nach Bestätigung, Anerkennung und Bestätigung von anderen, dass sie großartig sind und dass es ihnen gut geht. Sie geben sich oft zu viel Mühe und kümmern sich zu sehr darum, was andere denken. Sie fühlen sich in ihrer Haut nicht wohl. Sie tun das, was andere für das Beste halten, anstatt selbstbewusst den Weg zu gehen, den sie für das Beste halten. Selbst nachdem sie Entscheidungen getroffen haben, denken sie ständig darüber nach, was andere denken und wie andere sie aufgrund ihrer Handlungen wahrnehmen. Dieses ist etwas komplex. Es kommt mit einer Grenze. Ich persönlich habe das Gefühl, dass dies positiv wahrgenommen werden kann, aber sobald man eine Grenze überschreitet, wird es zu einer negativen, unsicheren Angewohnheit. In der Gesellschaft ist es beispielsweise gut, ein Gewissen zu haben, Feedback von anderen einzuholen, um sich zu verbessern und beruflich weiterzuentwickeln, sich professionell zu kleiden und es zu genießen, geschätzt zu werden. Als Veteran habe ich gelernt, wie wichtig es ist, andere zu begrüßen, sich gut zu kleiden, sich an die Essensetikette zu halten, hart zu arbeiten und sich mit hilfreichem Feedback und Unterstützung von anderen beruflich weiterzuentwickeln. Diese sind großartig. Wenn Sie in einer geschlossenen Clique leben und danach streben, von anderen akzeptiert zu werden, verschließen Sie sich einfach davor, Ihr Bestes zu geben und die besten Ergebnisse zu erzielen. Es ist viel besser, sich mit akzeptierenden Menschen mit ähnlichen Werten zu umgeben, damit sie selbst sein und selbstbewusst all die Dinge tun können, von denen sie träumen. Im Leben geht es nicht darum, andere zu beeindrucken. Jeder sollte die Freiheit haben, Dinge aus seinem Leben zu teilen und Geschichten darüber zu erzählen, was ihn zu dem macht, was er ist. Geschichten über ihr Leben und ihre Erfolge zu erzählen ist keine schlechte Sache. Es geht einfach darum, Dinge über dich zu teilen, die dich zu dem machen, was du bist. Alles hängt davon ab, wie du Dinge sagst. Prahlen Sie? Beabsichtigen Sie, Informationen über sich selbst weiterzugeben und verletzlich zu sein, oder beabsichtigen Sie, andere herabzusetzen und ihnen ein schlechtes Gewissen zu bereiten? In meinem Leben stelle ich fest, dass ich mein Leben aufgrund ihrer Unsicherheit nicht mit anderen teilen kann. Wenn ich strahle, fühlen sich andere unsicher und hassen mich. Ich darf nicht glänzen oder mein Leben mit anderen teilen. Es sollte mir erlaubt sein, verletzlich zu sein und zu teilen, was mich zu mir macht. Andere sollten es lieben, andere strahlen zu sehen, so wie ich. Anzugeben und andere herabzusetzen ist niemals eine gute Sache. Seien Sie einfach ein positiver Mensch und holen Sie die Leute immer auf. Hoffentlich lernt die Menschheit diese Unterscheidungen und behandelt andere besser. Hoffentlich ermutigt die Menschheit andere, selbstbewusst zu sein, zu glänzen und sie selbst zu sein.
Gehen Sie durchs Leben und tun Sie, was Sie für das Beste halten. Ich bin mir sicher, dass Sie erstaunliche Dinge tun werden. Neidische und eifersüchtige Worte, Verhaltensweisen und Taten. Es ist nicht schlecht, sich mit anderen zu vergleichen, sondern zeigt nur, dass man ein Mensch ist. Ich vergleiche und kontrastiere ständig Dinge, in der Hoffnung, etwas zu lernen oder mich beruflich weiterzuentwickeln. Neidische und eifersüchtige Menschen zeigen uns durch ihre Worte, Verhaltensweisen und Taten, dass sie diese Dinge sind. Wie oben beschrieben, wir sollten uns alle darüber freuen, dass andere im Leben Erfolg haben und herausragende Leistungen erbringen. Wenn wir uns mit großartigen Menschen umgeben, die erfolgreich sind, wir sind eher geneigt, selbst Erfolg zu haben. Es gibt keinen Grund, auf die Erfolge anderer neidisch zu sein, sondern wir sollten uns einfach über sie freuen. Ich habe kürzlich einen Job bei der Bundesregierung gekündigt. Der Grund, warum ich das tat, war, dass die Menschen und die Kultur so vergiftet waren, dass es auf Dauer unerträglich war, weil jeder anderen gegenüber so verletzend war. Menschen degradieren andere regelmäßig, sind regelmäßig eifersüchtig und extrem diskriminierend. Das Leben dort war ein Gefängnis. Das ist eine lange Geschichte für einen anderen Tag, aber ein kurzes Beispiel zeigt einen Tag, an dem wir alle außerhalb der Arbeit Rollschuh laufen gingen. Mein Kollege sagte zu einem alten Freund von mir, Jane Doe kann so gut skaten, fuck that bitch. In diesem Moment beobachtete ich so viel Hass und Eifersucht. Einige waren beim Skaten schrecklich, aber es geht darum, Spaß zu haben. Ich persönlich bewundere diejenigen, die so geschmeidig und schnell skaten und all diese Tricks machen. Warum ein Hasser sein? Es gibt nichts zu gewinnen. Stattdessen empfehle ich, anderen zu erlauben, zu glänzen und sich ihnen bei den Aktivitäten anzuschließen, in denen sie sich auszeichnen. Im Gegensatz zu meiner Kollegin hatte ich kostenlosen Unterricht in Skating-Tricks, da sie einfach durchs Leben ging und sich Feinde machte und andere erniedrigte, weil sie in etwas gut war. Sei dein bestes Selbst. In diesem Beispiel zeigte mein Kollege seine Unsicherheiten. Ich stehe nicht für mich selbst ein, ich bin einfach ich selbst und wenn den Leuten das nicht gefällt, das liegt an ihnen. Ihre Worte, Verhaltensweisen und Taten verraten mehr über sie als über mich. Leider haben diese Leute ständig meinen Ruf verbal angegriffen, mich erniedrigt und entfremdet. Das ist keine Art zu leben. Wenn Menschen ihr Leben darauf konzentrieren möchten, andere herabzusetzen, ist das in Ordnung. Das liegt an ihnen. Lebe einfach dein bestes Leben und umgib dich mit guten Menschen mit besseren Werten und Fürsorge für andere. Wissen Sie auch, Sie sind großartig. Andere, die dies tun, sind entweder unsichere eifersüchtige Hasser oder haben einfach keine Ahnung davon,
andere tatsächlich kennenzulernen. Es gibt keinen Grund, hasserfüllt, eifersüchtig, neidisch oder negativ zu sein. Konzentrieren Sie Ihr Leben darauf, Ihr bestes Selbst zu sein, unabhängig von negativen Menschen. Vermeiden Sie neue, unbekannte Situationen. Ich gehe durchs Leben, nehme Herausforderungen an und genieße es, neue Dinge auszuprobieren und zu meistern. Es ist nicht einfach, so zu sein. Manche Menschen fürchten sich vor Versagen und Peinlichkeit und meiden daher durchs Leben neue, ungewohnte Situationen. Ich ermutige andere, keine Angst davor zu haben, neue Dinge auszuprobieren, denn wir alle haben Stärken und Schwächen. Es gibt keinen Grund, Interaktionen zu sehr zu analysieren, sich Sorgen über zukünftige Ergebnisse zu machen, sich dafür zu entschuldigen, dass man in etwas nicht gut ist, oder sich selbst dafür herabzusetzen, dass man in ungewohnten Situationen versagt hat. Neue Dinge fallen uns allen schwer. Es dauert unzählige Stunden, etwas gut zu machen, es sei denn, Sie sind ein Naturtalent. Verdammt, das ist erstaunlich. Manchmal sind die Dinge, die einem im Leben am meisten Freude bereiten, von Natur aus Spaß, weil man darin gut ist. Nehmen Sie unbedingt Komplimente und Lob an, wenn Sie etwas gut machen. Haben Sie keine Angst, neue Dinge auszuprobieren, denn wer weiß, vielleicht sind Sie darin großartig oder haben mehr Spaß daran, als Sie denken. Nicht sicher, wer Sie sind und wozu Sie und andere fähig sind. Das hier ist kontraintuitiv. Mir ist aufgefallen, dass manche Menschen nicht erkennen, wozu sie fähig sind, und dass sie auch nicht erkennen, wozu andere fähig sind. Sie tragen oft eine Negativbrille. Sie sind unsicher in Bezug auf ihre eigenen Fähigkeiten, was dazu führt, dass sie das volle Potenzial anderer weniger erkennen können. Sie haben oft kein Vertrauen in sich selbst und wer sie sind. Aber wir sind alle Menschen. Unser Leben hat den gleichen Wert. Wir sind alle nicht besser als die anderen. Es ist schwierig, jemanden so gut kennenzulernen, dass man alle Stärken, Schwächen und Feinheiten seiner Persönlichkeit kennt und weiß, was ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. Wir sind uns nicht bewusst, dass wir alle in der Lage sind, Dinge zu erreichen, die andere für unmöglich halten. Wir müssen nur Schritte unternehmen, um diese Träume zu verwirklichen. Wir können keinen Erfolg haben, wenn wir es nicht versuchen. Wir können keine herausragenden Leistungen erbringen, wenn wir nicht sehen, dass wir über uns hinauswachsen und unsere Ziele erreichen. Seien Sie zuversichtlich, dass Sie die Dinge tun können, die Sie sich vorgenommen haben. Seien Sie zuversichtlich in Ihren Entscheidungen. Im Leben können Menschen weise Worte, Feedback oder Anweisungen geben, aber am Ende des Tages kennen Sie alle Fakten am besten und sind daher möglicherweise am besten in der Lage, die beste Entscheidung zu treffen.
Es besteht kein Grund, sich selbst zu hinterfragen. Wir können nur unser Bestes geben. Wir alle machen Fehler. Wir können nur von ihnen lernen. Wir sind alle Menschen. Gehen Sie einfach selbstbewusst Ihren Träumen entgegen und geben Sie in jedem Moment, der Ihnen geschenkt wird, Ihr Bestes. Haben Sie keine Angst davor, neue Dinge auszuprobieren. Möglicherweise verpassen Sie etwas, das Sie am Ende lieben. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich diesem Video angeschlossen haben. Abonnieren Sie unbedingt die hier gezeigten Videos und klicken Sie darauf, um weitere Videos anzusehen, die Ihr Leben auf ein höheres Niveau bringen.